Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir stehen hier vor einem Auto, vor meinem Zweitauto, denn ich habe es wieder getan. Ich habe mir einen Camper zugelegt. Vielleicht habt ihr meinen Ibiza-Vlog gesehen, da habe ich auch schon ein bisschen gesagt, so, ich brauche wieder einen Camper. Leute, ich habe es so doll vermisst. Und ja, ich hatte ja vorher einen Dacia Docker. Jetzt ist es ein VW T5. Und ja, bevor sich das Ganze zu einem Camper umtransformiert, wollte ich nochmal so ein Video davon machen, wie es vorher aussieht. Und nochmal ein paar ASMR in the Car Sounds machen für euch. Natürlich in Softspoken mit ein bisschen Geflüster zwischendrin. Aber größtenteils Softspoken. Und ja, ich kann es irgendwie selber noch gar nicht glauben. Und ich sag euch wirklich, ich bin so dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe, ja, mir ein Zweitauto anzuschaffen. Es ist wirklich... Ich stand gestern noch unter der Dusche und dachte mir, ich bin so dankbar, dass einfach mal dazu. Lasst mich mal wissen, ob ihr vielleicht auch einen Camper habt, ob das auch was für euch wäre. Oder ja, lasst mich einfach an euren Gedanken teilhaben in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen mehr von dem Auto an. Genau, also das soll jetzt nicht irgendwie... Ich mache jetzt kein Fulltime-Vanlife, dass ich meine Wohnung aufgebe. Ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre, aber halt so für in Urlaub zu fahren. Ja, ich finde das zwar auch ganz toll, irgendwie mal so in Airbnbs unterwegs zu sein, aber ja, irgendwie so ein Wechsel zwischen beiden ist ganz erfrischend, würde ich sagen. Und ja, schauen wir uns mal das Innenleben an. So, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber vorher hatte ich einen Dacia Docker. Den habe ich gemeinsam mit meiner Mutter umgebaut, beziehungsweise meine Mutter hat schon einen Großteil übernommen, weil ich irgendwie, ich würde nicht sagen, nicht handwerklich begabt bin, aber ich habe gar keine Geduld für sowas. Meine Mutter liebt das, aber ja, also sie hat das auch gerne gemacht. Dacia Docker war auf jeden Fall im Vergleich zu diesem T5 wesentlich kleiner, aber das hat mir eigentlich auch schon ausgereicht, aber es ist halt nice, noch ein bisschen mehr Platz zu haben, vor allem mit 2 Hunden, vielleicht mal eine Begleitung. Und das Ding ist halt, dass es ist immer noch so unangenehm, wenn Leute vorbeifahren. Also für meine Bedürfnisse reicht das, denke ich, erstmal vollkommen. Ich werde es dann am Ende sehen. Aber als ich den Camper gemietet hatte, wo ich mit nach Italien gefahren bin, der war ja auch, ich weiß gar nicht, ob der größer war. Mir kommt es irgendwie so vor, aber ich weiß es nicht. Der war mir tatsächlich schon fast zu groß irgendwie und zu schick und ja, weiß ich nicht. Also ich finde, es macht auch immer so ein bisschen was aus, wenn man so manche Sachen improvisieren muss. So, das gehört irgendwie zum Camper-Lifestyle dazu, keine Ahnung. Ja, lasst uns mal reinschauen. Ich kann wirklich nicht glauben, dass der jetzt einfach mir gehört. Und das Lustige ist, ich habe auf jeden Fall Platz für mein Auto, für mein anderes Auto. Das ist so ein kleiner Hof, aber so ein kleiner Mini-Hof. Und ob der da drauf passt, beziehungsweise durch diese Passage, ist nochmal eine andere Frage. Oh Gott, ey. Ich freue mich so, Leute. Ich nehme euch, glaube ich, mal mit rein hier. Ja, also ich bin echt mal sehr gespannt, was daraus wird. Allein jetzt hat man schon so viel Platz, wenn man hier drin sitzt. Ich muss mich auch mega daran gewöhnen, ja, mit diesem Auto erstmal zu fahren. Also es fährt übelst gut und das ist auch Automatik, das war mir sehr wichtig, weil mein anderes Auto ist auch Automatik. Ich kann zwar auch manuell fahren, aber Automatik ist einfach, ich liebe es, nie wieder was anderes.
Ich bin so gespannt, wie es am Ende wird. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich wollte doch noch irgendwas ansprechen, aber ich habe es gerade komplett vergessen. Das ist auch geil hier. Scheinbar ziehen die sich automatisch ein. Ja, was soll ich euch großartig noch erzählen? Wir gucken uns auf jeden Fall noch mal kurz den Innenraum besser zusammen an. Ich glaube, ich nehme euch einmal von dem Stativ ab. Ignoriert jetzt mein Stativ, aber so sieht die Innenansicht aus, von wo ich gerade sitze. Und das ist wirklich einiges am Platz, also this car is huge. Und bitte nicht beachten, wie sauber es gerade hier drin ist. Ich weiß, es ist gerade nicht so besonders sauber. Aber ich habe es quasi auch nur abgeholt, angemeldet und dann stand das jetzt gerade erstmal. Ich muss euch auch sagen, eigentlich wäre mein Traum gewesen, so ein kleiner Jeep, ein Defender oder so. Aber ich habe auch gehört, dass da schon mal recht viel dran kaputt geht und man da sehr viel dran machen muss immer. Plus es ist halt nochmal ein ganz anderes Budget. Ich hatte auch nur ein bestimmtes Budget, was ich ausgeben wollte. Ich wollte nicht zu viel, aber natürlich kann man da auch nicht zu wenig ansetzen, weil sonst findet man kein Auto. Aber ich wollte es halt nicht übertreiben. Wenn ich mir wirklich mal irgendwann denke, ich brauche irgendwas anderes, dann wird es schon so kommen, aber damit bin ich jetzt erstmal mehr als zufrieden. Öffnen wir mal die Tür. Und ja, machen ein paar Sounds. Ja. Ich muss auch sagen, das ist nicht unbedingt meine Favorite Color. Ich hätte richtig gerne matt schwarz oder matt khaki. Aber so eine Autolackierung und selbst Folierung kostet so Schweine viel Geld. Also das lohnt sich dann irgendwie auch nicht. Vielleicht mache ich das so, dass ich mir das so halb umfolieren lasse. Man kann ja dann unten nur so halb machen, damit es einfach irgendwie ein bisschen mehr modern aussieht, so ein bisschen frecher irgendwie, keine Ahnung. Und da vorne möchte ich auch gerne so eine dicke Stange dran haben. Ich weiß nicht, wie man das alles nennt. Einfach damit es so ein bisschen peppiger und cooler aussieht. Ja. Und das ist die Hinteransicht. Also, wie gesagt, es ist jetzt erst noch gar nichts umgebaut. Ich habe eine Liste gemacht mit Dingen, die ich alles drin haben möchte. Wir haben einen Bekannten, der das eventuell machen wird oder beziehungsweise machen wird. Bin mal sehr gespannt, wie das wird, Leute. Ich weiß noch nicht, ob ich zu so 100% Vertrauen habe, aber we will wait for it, okay? Das wird schon gut irgendwie. Das ist immer alles gut gegangen am Ende. Und die Leute, wo ich den her habe, die waren noch total seriös. Die kamen da aus dem Umkreis, wo ich früher so gewohnt habe. Das waren wirklich sehr liebe Leute und ich habe schon mein allererstes Auto war von meiner Oma, was die mir gegeben hat. Und damit hatte ich einen Unfall. Da war ich nicht schuld, aber ich hatte einen Unfall.
Danach war es total schade. Dann habe ich mich auch erstmal nicht getraut, so Auto zu fahren und musste erstmal wieder ein richtiges finden für mich. Und damals hatte ich auch noch kein großes Budget. Also ich musste so für 1.000 € oder so ein Auto finden. Da wurde man richtig teilweise übers Ohr gehauen, dass ich da weggefahren bin und dann ging die Motorkontrollleuchte direkt an und so. Und wenn du dich nicht auskennst mit Autos, ist das halt einfach blöd. Aber ja, jetzt kam den halt mit jemand angucken, plus, wie gesagt, die Leute waren super seriös. Der Mann hat auch in einem Autohaus gearbeitet und so. Also da habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. As I said, schaut nicht an, wie sauber oder nicht sauber es hier drin ist. Was liegt denn hier drin? Ah, genau, hier sollen andere Glühbirnen verbaut werden. Nehme ich noch auf, ja. Und was ist das hier? Oh, geil, Öl. Heute Abend geht es übrigens auf ein Depeche Mode Konzert. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so werden wird. Ja, und von innen zeige ich die Ansicht auch noch. Nichts Besonderes, aber einfach, damit ihr es gesehen habt. Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, mir hier meinen eigenen kleinen süßen Camper rauszumachen. Das ist die Ansicht von hier. Und hier seht ihr Automatik. Man sieht auch, der ist gut gebraucht und so, ne? Aber Leute, ich bin zufrieden, wirklich. Ich werde mir hier schön meinen eigenen kleinen süßen Camper rausmachen. Und ich werde euch natürlich mitnehmen auf die Reise. Also das ist ja mal ganz klar. Das ist wirklich auch ein Grund, warum ich den habe. Also ich liebe es wirklich zu reisen, die Welt zu entdecken, darüber auch Vlogs zu machen, weil das für mich selber voll die schöne Erinnerung ist. Ich mag diesen bestimmten Vlogstil den ich nun mal habe, von wegen, dass man immer so Kurzabteile filmt und dann ein bisschen redet. Ich hoffe, das mögt ihr auch. Ja, zwischenzeitlich denke ich mir, shit, reicht das wirklich von der Größe? Aber, also, ich denke mir, fahr erstmal hier mit Sophia und dann kannst du immer noch sehen, weil man ist auch in dem Dacia Docker klargekommen und der war wesentlich kleiner. Also, ja. Aber man sieht halt immer so voll viele geile Designs mit so riesen Campern und so. Aber ja, hier kommt sehr wahrscheinlich auch eine Solaranlage drauf, eine kleine. Ja, freue ich mich auch schon sehr, hatte ich auch noch nie. Ja, und das ist ja auch so schade, weil mit dem Dacia Docker sind wir ja nur, meine Mutter und ich, 2 Wochen nach Sardinien gekommen und dann ist halt C ausgebrochen. Das war richtig sad. Bildschirmtapping. Einmal alles umdrehen. Ja, und das Coole ist, dass ich auch mit dem Camper einfach hätte nach Ibiza fahren können. Das ist so geil, einfach nur. Nach Sardinien. Überall hin, die Welt steht mir offen. Hier habt ihr nochmal ein Overview. Man kann auch diesen Stuhl umdrehen, ne, dass der in die andere Richtung zeigt, ist auch sehr praktisch. Und das ist der VW 2,5 und der kurze, nicht der lange, weil ich mir dachte, nee, den langen kann ich mit Sicherheit nicht steuern, also ich muss mich an den erstmal gewöhnen. Hier kommt auch noch hier ist eine Rückpiepsanlage, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich glaube, die ist kaputt und die muss erneuert werden. Und ich überlege auch wegen der Rückfahrkamera, aber da weiß ich noch nicht.
ob ich das einbauen lassen soll oder nicht. Was sagt ihr zu meiner Ed Hardy-Jacke, Leute? Make it Hardy great again. Naja, ich werde auf jeden Fall euch mal wieder updaten, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, ich werde da meinen eigenen richtig cuten, schicken Camper rausmachen. Das ist ein kleiner Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss. Okay, Leute. Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare, ich werde sie euch beantworten. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Stardust.